Spritzerei ist der Holger und den Holger fragen wir jetzt einfach mal, wie entsteht eigentlich dann am Ende die Form von so einem LKW? Wie wird das Ganze hergestellt? Also als erstes wird die Grundform durch den Einsteller mit Hilfe eines Krans in die Maschine eingebaut. Das ist diese große Stahlform. Ja. Wie schwer ist denn so ein Ding? So um die 100 Kilo, je nach Größe, abhängig auch von Größe des Teils, des Spritzteils. Das kannst du ja gar nicht mehr alleine heben, oder? Nein, dazu braucht man eben den Kran, um das einzubauen. Okay, und dann baut ihr diese Form in diese Spritzmaschine ein? Wird fest angebratzt und dann je nach Auftrag wird das Granulat in den Trichter eingefüllt. Verschiedene Farben, wir haben bestimmt an die 300-400 verschiedene Farben, wo wir da verwenden können. Wie mischt ihr das Granulat? Ist das dann wirklich rein gelbes Granulat oder wie muss ich das Granulat ist farbneutral und das wird dann je nach Kundenwunsch durch Pulver, Pigmente eingefärbt. Durch Pulver, okay. Das Granulat ist gar nicht bunt, okay. Und das ist in so einem Trichter? Das ist im Trichter. An der Maschine wird dann durch eine Schnecke in den Zylinder transportiert, durch Heizbänder aufgeschmolzen auf die gewünschte Temperatur, sind bei uns so im Schnitt 240 Grad. Und dann durch verschiedene Parameter, die wir an der Maschine einstellen müssen, wie Einspritzdruck, Geschwindigkeit und Zeit, wird der Kunststoff in das Werkzeug eingepresst. Und wie lange dauert das, bis dann so eine Form, sagen wir mal ein Führerhaus, fertig ist? Als Fahrerhaus ca. 10, 11 Sekunden. 10, 11 Sekunden. Das ist immer abhängig von der Größe und von der Dicke des Teils. Umso dicker und größer das Teil ist, umso mehr Abkühlzeit braucht man für das Teil. Umso länger wird auch dann die Zykluszeit. Und hinterher habt ihr doch immer noch so ein kurzes Stück Spritzling über. Was macht ihr eigentlich mit diesen Resten? Der wird bei uns wieder eingemahlen und teils bei uns wiederverwendet für Innenteile oder Bodenplatten. Der Rest, was wir selber nicht verwenden können, wird an andere Firmen verkauft, die zum Beispiel Kleiderbügel oder Blumentöpfe damit herstellen. Also wird quasi voll recycelt? Wird wieder recycelt. Können wir uns das mal angucken, wie das dann entsteht? Ja, gerne. Es steht sogar drauf, 110 Kilo hat diese Form. Wir sehen hier die zwei Hälften, einmal die düsenseitige Hälfte, einmal die auswerferseitige Hälfte. Durch dieses kleine Loch wird der Kunststoff hier durchgespritzt. Verteilt sich dann hier drinnen, da muss ich das geschlossen vorstellen, der verteilt sich dann da innen und am Ende entsteht dadurch ein Chassisboden, der auf den Eurokoffern unten aufgeklipst wird. Da muss aber ein verdammt hoher Druck sein, wenn durch das kleine Loch dieser zähe Kunststoff reinkommt, oder? Ja, um die 100 Bar Hydraulikdruck wird hierfür benötigt. Das ist ja ganz schön hoch, oder? Ich glaube, so ein Autoreifen so klassisch hat 2 Bar, den man privat hat. 2,5. Also 50-fache von einem Autoreifen quasi. Der maximale Druck, wir haben auch Werkzeuge, wo wir 175 Bar tatsächlich brauchen, um die Teile zu füllen. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Teile werden immer dünner und filigraner und da braucht man dann auch den höheren Einspritzung, um das alles auszufüllen. Der Spritzgießmaschine, mit dem wir momentan das Sondermodell im Marmoreffekt für Heuber Sommerfest produzieren. Wir sehen jetzt hier, beginnt die Abkühlphase, das Werkzeug fährt auf und in Form das Fahrerhaus inklusive dem Dachspoiler, der später hinten auf dem Drehteller aufgesteckt wird. Das verschmilzt dann unterschiedlich, weil dieses kleine Farbkörnchen hat einen höheren Schmelzpunkt wie dieser Rohkunststoff. Und das verschmelzt er nicht insgesamt, sondern er gibt dann diesen Marmoreffekt. Ah, okay. So, und hier stehen wir jetzt an dem Drehteller, an dem der Dachspoiler auf das Fahrerhaus aufgesteckt wird. Sag mal, die Firma Herber ist jetzt 70 Jahre alt. Hat sich im Verfahren, wie diese LKW hergestellt werden, eigentlich was verändert in den letzten 70 Jahren? Ja, der große Unterschied ist einfach das Detail und die Modelle werden einfach immer feiner. Also man muss schon auch aufpassen, dass man das alles so genau hinkriegt. Ist das denn besonders schwierig, dieses Detailgetreue? Ja, weil es ist immer schwieriger, das Teil zu füllen, weil es immer dünner und auch anfälliger für Brüche oder Verletzungen wird. Deswegen wird auch solche Teile wie Fahrerhäuser hier hinten aufgesteckt, weil wenn wir es nur in Karton laufen lassen würden, hätten überall Kratzer entstehen oder Feinheiten einfach abbrechen, die wo das Modell einfach schädigen täten und es nicht mehr so schön ausschaut. Das heißt, hier ist so das ist so ein bisschen weicher, dass es weich drauf fällt. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass wir mal in die Spritzerei gucken durften. Bitte schön, sehr gerne. Und ich schaue jetzt einfach mal weiter.